Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema, wie in der Gastronomie überleben. Heute zu Gast Danny vom Bierseidl in Berlin. Danny, schön, dass du da bist. Hallo. Vielen Dank für deine Zeit. Magst du dich mal kurz vorstellen, was machst du? Ja, Danny Derbe ist mein Name, betreibe hier in Neukölln im Bezirk Britz ein Restaurant, Deutsche Küche. Den Laden gibt es schon über 60 Jahre und wir sind hier im Kiez, die Leute hier versorgen. Gut bürgerliche deutsche Küche klingt sehr gut. Danny, mit welchen Problemen hast du aktuell am meisten zu kämpfen? Personal, Kosten und dass wir nichts planen können. Und wie versuchst du diesen Herausforderungen entgegenzuwirken? Ja, schwierig. Die Frage stellen wir uns auch jeden Tag und wir sind aber gemeinsam im Team dazu gekommen, dass wir uns jeden Tag überprüfen. Wir arbeiten stark mit unseren Zahlen. Die Mitarbeiter werden daran beteiligt. Beteiligung heißt, ihnen wird vermittelt, worauf es ankommt, was unsere Kosten sind, was wir für Umsatzgrößen benötigen. Und so ist jeder eben bemüht, den Laden hier am Laufen zu halten. Verstehe ich es richtig? Also du bist da bei den Zahlen einfach so transparent, dass der Mitarbeiter gleich weiß, was du an Umsatz machst, was die Erwartungshaltung ist, wie auch du als Eigentümer? Ja, unbedingt. Für mich geht es gar nicht anders. Es muss so sein, dass jeder Mitarbeiter weiß, was der Laden braucht, was wir für Umsätze brauchen. Und er ist ja derjenige, der sie erwirtschaftet. Warum soll ich denen nicht sagen, wie wir stehen? Vor allen Dingen alle sind sich darüber bewusst, dass wir eine schwierige Zeit durchmachen in der Gastronomie. Aber sie sollen ruhig wissen, wie eng die Zeit ist, weil es geht um ihren Arbeitsplatz. Und sie arbeiten hier, sie sind alle noch da, trotz 2 Jahre Pandemie, trotz Kurzarbeitergeld. Und das hat sich gelohnt. Helfen dir dabei auch digitale Tools oder wie unterstützen dich digitale Tools auch? Ja, natürlich. Ich glaube, ohne geht es nicht mehr. Ja, wir benutzen die Reservierungs-App, die sich hier, muss ich sagen, schwer durchgesetzt hat, da wir Gäste haben, die schon ein bisschen betagter sind hier im Kiez. Die sind alle Rentner und sind natürlich nicht so digital affin, aber sie reservieren mittlerweile online und das hilft uns natürlich, Dinge planbarer zu machen, Umsätze zu planen, Tische freizuhalten und es klingelt nicht andauernd das Telefon. Hast du auch weitere Maßnahmen vor, diese zu ergreifen? Ja, wir müssen uns natürlich weiter gut aufstellen und wieder ganz oben steht das Thema Zahlen. Wir müssen natürlich alles überprüfen. Wir müssen unsere Lieferanten überprüfen, wir müssen uns selber überprüfen. Ich muss mich überprüfen, wie ist meine Preisgestaltung und natürlich auch was den Gast betrifft, was der Gast sich wünscht. Ja? Wie kann man sich das vorstellen, auch zum Thema Lieferanten? Setzt du dir dann Reminder jedes Quartal, jedes halbe Jahr und setzt dich dann mit den Lieferanten immer zusammen und verhandelst die Preise neu auch? Wir nehmen nichts mehr als selbstverständlich hin und wir versuchen mit den Lieferanten natürlich gemeinsam eine Lösung zu finden, weil es sind Lieferanten, mit denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten und es ist so, ich kann gut verstehen, dass sie ja natürlich in derselben Situation sind und sie haben Interesse daran, aber es hilft nur, dass man gut kommuniziert, dass man miteinander redet und das nicht immer nur per Telefon macht. Man trifft sich einfach mal und dann legt man die Dinge auf den Tisch und muss ehrlich zueinander sein und dann funktioniert es auch gut. Gibt es noch weitere Herausforderungen, mit der die Gastronomie zu kämpfen hat? Die Gastronomie erfindet sich ja irgendwie immer wieder neu. Und das geht doch gar nicht anders, weil der Gast, habe ich das Gefühl, im Moment auch ein anderer ist. Ja, es ist nicht mehr selbstverständlich, ins Restaurant zu gehen, in die Kneipe zu gehen, sondern für viele ist alles neu. Ja? Die Nachrichtenlage ist immer eine neue. Und viele kennen sich nicht mit den Dingen aus. Weggehen ist nicht mehr so allgegenwärtig. Und wir haben diese Außerhausgeschichten, wir haben neue Öffnungszeiten. Und viele Gastronomen ändern ihr Konzept. Und jeder hofft natürlich, dass sein Laden in seinem Kiez erhalten bleibt. Preisentwicklung, Thema hierzu? Ja, ich glaube, da muss man niemand irgendwas vormachen, die schießt nach oben. Wir haben alle zu tun, nicht nur wir in der Gastronomie, sondern jeder für sich auch privat.
Aber hier natürlich, wir haben die Energiekosten, wir haben Erhöhungen eigentlich bei jedem Lieferanten. Kaffee, Gemüse, Fleisch. Ich bekomme jeden Tag Post. Im Prinzip mache ihn auf und zu der Rechnung haben wir immer ein Schreiben, lieber Gastronom, wir müssen Ihnen mitteilen, weil wir können auch nicht mehr und müssen leider erhöhen. Ja. Du hast mir netterweise den Zettel gezeigt. Ja. Was für eine Zahl stand da drin? Was für ein Prozentsatz? Da ging es um unseren Fleischlieferanten, ein sehr zuverlässiger, ein sehr guter Partner und der kommt nicht mehr drum herum, um 10-20% aufzuschlagen. Das ist heftiger. Das ist heftig. Das ist eine klare Message. Das ist heftig. Was meinst du, kann man dagegen tun? Ja, ich könnte sagen, okay, wir geben es weiter. Ja? Und im Endeffekt müssen wir uns nichts vormachen. Es ist natürlich so. Aber was ich eingangs schon sagte, wir müssen uns mit unseren Lieferanten auseinandersetzen und müssen gucken, haben wir nicht vielleicht Alternativen und haben wir vielleicht auch nicht genug über unser Angebot nachgedacht. Denn auch da ändert sich was. Ich sage nur hier im Bierseidel, der Name sagt vielleicht schon, alter Laden existiert als über 60 Jahre und hier gibt es Kartoffeln, Fleisch, Soße. Ja? Und ob das auch noch das Richtige ist, wissen wir nicht. Der Kunde hat sich geändert, mittlerweile haben wir vegetarische Sachen dabei und da gibt es Alternativen. Ja? Deine letzte Frage, welche Tipps würdest du deinen Gastronomiekollegen geben, um diese Zeit besser zu durchstehen? Ja, überprüft den ganzen Laden, ja, stellt ihn auf den Kopf, dreht jede Zahl um und bindet euer Personal mit ein. Gebt ihnen Verantwortung, zeigt ihnen, legt den Finger in die Wunde, damit sie genau die Sachen auch spüren, weil die meisten, die schon länger in Betrieben arbeiten da nicht nur für sich und sind nur angestellt, sondern die leben auch für den Laden. Und gemeinsam funktioniert's. Ja, und der Gast nimmt es uns dann auch ab. Ach, schön. Schöne Abschlussworte. Danny, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank, dass ihr auch heute mit dabei wart. Abonniert unseren Kanal, um weiterhin keine Interviews zu verpassen. Und auf bald. Ciao. Ciao.